Was war das jetzt? Ja, das war jetzt somit unter der schlimmste Moment unserer kompletten Reise. Zählt auf jeden Fall zu den Top 3. Ja. Ja, mir Dicht gefolgt, sorry, aber dicht gefolgt von dem Autounfall in China, ja. wo uns nichts passiert ist. Ja, und diesmal war es halt so, dass wir in dem Auto drinnen gesessen sind. Also wir waren gerade am Weg, weil die Angie hat ja... Unser Pechsträhne der letzten Tage oder Wochen. Ja, die Angie hat halt so Rückenprobleme gehabt und jetzt haben wir eigentlich Pause gemacht in Muangkam. Und so, da waren wir jetzt für 6 Nächte. Und jetzt haben wir gesagt, ja okay, wir überbrücken jetzt Laos, fahren mit dem Bus, fahren bis nach Luang Prabang, um da Silvester zu feiern. Ja, alles gut und schön. Heute in der Früh sind wir ins Auto eingestiegen, also das war so ein Van, haben wir die Radeln aufs Dach geladen, das Zeug eingeladen und sind halt losgefahren und der Typ ist halt schon gefahren wie ein Gesenkter. Das Auto war halt furchtbar beieinander schon, gefahren ist er wie ein Bläder. Es hat dann so ein bisschen zum Nieseln angefangen und das war halt eine Bergstraße und es hat halt recht starke Kurven gegeben wieder mal. Ja. Und irgendwann einmal war er so schnell dran in der Kurven. Ja, wir sind so Rechtskurven gefahren und dann haben wir schon gemerkt, so, fuck, jetzt bricht das Auto aus und dann haben wir schon so quer über die Straßen geschlittert, also man hat das noch voll alles mitgekriegt. Und dann hat sich das Auto im Graben links vorn gefangen und hat dann so richtig schön zack auf Zeiten, Schwung auf Zeiten gekriegt und es ist alles einfach so schnell dann gegangen. Ja, also das Auto ist halt dann im Graben, oder so neben dem Graben gelegen oder im Graben, ich weiß gar nicht. Ja. Aber im ersten Moment hat man sofort gemerkt, okay, es leben alle und jeder kann selber rausgehen. Sind alle bei Bewusstsein? Ja, alle bei Bewusstsein, jeder hat das Auto verlassen können. Das war halt jedem natürlich unter Schock, aber man hat im ersten Moment gleich mal gemerkt, okay, es passt alles. Und wie wir dann draußen waren, hat man halt dann mal gesehen, was für ein Schaden passiert ist. Also sind alle Fenster, also alle Scheiben sind draußen gewesen, alle Scheiben kaputt. Und ich habe dann schon so Blut am Daumen gehabt und mir gedacht, ui, wo ist das hergekommen? Und ich habe mir halt ich glaube, mich hat es wahrscheinlich am meisten erwischt von allen. Also die anderen haben eigentlich bis zum Schluss alle recht munter ausgeschaut und haben auch nicht irgendwie Wehwehchen gezeigt, haben sich nicht irgendwie gebückt, bewegt oder so. Das war eigentlich nur ich. Ja. Und mir hat es halt auf der Hüfte und Oberschenkel habe ich halt Schürfwunden, aber nichts Arges. Also das ist verkraftbar, das verheilt wieder. Und dann, wo der Schock langsam nachgelassen hat, habe ich halt gemerkt, dass mir der Fuß immer mehr weh tut. Und also eigentlich der Oberschenkel, der linke. Ja. Ja, und zusätzlich zu dem Ganzen halt noch sind die Räder ordentlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Die sind oben auf dem Dach draufgespannt gewesen und dadurch, dass wir in so einen kleinen Graben, wo eine Böschung aufgegangen ist, reingefallen sind, ist halt das Auto samt der Räder gegen die Böschung. Angie-Radl schaut halbwegs gut noch aus. Da ist wahrscheinlich nur, hoffen wir halt, wir haben es noch nicht genau angeschaut, aber da ist wahrscheinlich nur ein Handel abgebrochen und der Bremshebel gebrochen. Das ist ja alles noch verkraftbar, aber bei meinem Radl schaut es ein bisschen schlimmer aus. Also da ist die Felgen ist im Arsch, die ist komplett verbogen. Dann die Scheibenbremsen. Inklusive der Tubus. Der Gepäckträger. Von ist komplett verbogen. Ja, und dann auch noch dazu der Lenker, der geht jetzt nicht mehr statt so, der geht so runter. Ja, das ist kaputt. Was nicht kaputt ist, ist zum Glück Pinien und Hinterteil vom Radl. Das schaut eigentlich alles halbwegs gut aus. Wir hoffen stark. Ja, das müssen wir uns jetzt alles dann genau mal anschauen. Der Unfall ist jetzt ein paar Stunden her, also wir wissen eigentlich noch gar nichts Genaueres. Ja. Wir wissen auch eben nicht, was wir jetzt weiterhin machen weitergeht, sollen. Ja. Also meine Schürfwehwehchen und so, das ist ja alles kein Problem, aber eben der Fuß, ich tue mir recht schwer beim Gehen. Wir haben ein Röntgen gemacht jetzt im Krankenhaus, also wir sind dann im Endeffekt mit einem Ehepaar, mit so einem
Mit einer Britschen. mit einer Britschen die letzten 30 Kilometer in die Stadt daher gefahren. Die sind zum Glück langsam gefahren. Die sind sehr gut gefahren, ja. Also ein Krankenwagen war natürlich nicht zu denken, das war eh klar. Also insofern haben wir wieder mal Riesenglück im Unglück gehabt, dass einfach nicht wirklich was Nicht mehr Schlimmes passiert ist, ja. weil wenn da was Schlimmes passiert, da kommt halt keiner und holt die. Also wir waren jetzt da im Krankenhaus, da hat es einen Krankenwagen gegeben, aber Ja, da gibt es auch einen Krankenwagen für die komplette Gegend wahrscheinlich. ja, so ungefähr. Also ich weiß nicht, ob der jemals gekommen war. Ja. Und im Krankenhaus haben wir jetzt ein Röntgen gemacht und da ist auf die Bilder zu sehen, dass meine Knochen in Ordnung sind. Na gut, dass wir jetzt lachen können, aber es, Ja. Ein richtiger Scheißtag. ja. Aber es Glück ist im einfach, Unglück, sagen ja, wir mal so. und ich muss schon, also wir sagen beide einfach, wir sind einfach nur froh, dass wir das überlebt haben und dass das so gut ausgegangen ist und da rückt dann alles andere auf einmal irgendwie schon ein bisschen in den Hintergrund. Also, dass die Räder jetzt kaputt sind, im ersten Moment war das natürlich so, oh mein Ja. Gott, die Welt geht unter. Ja. Aber jetzt ist halt, Lass dich alles ersetzen. lass sie alles ersetzen, mein Fuß, mein Muskel wird auch wieder heil und ja, in Laos haben wir sonst zwar wirklich nicht viel Radl gefahren. Aber mein Gott, also sind wir froh, dass es uns gut geht und Ja. dass der Schock wird auch nachlassen, die Angst vor Autos wird auch nachlassen Ja. und dann wird wieder alles gut. Auf alle Fälle, wir werden jetzt von Savanne, also da sind wir gerade, da werden wir jetzt bleiben, da werden wir wahrscheinlich Silvester feiern und wie es dann weitergeht, also Silvester feiern. Naja, Okay, das war's jetzt. wir müssen hören jetzt auf zum Jammern. genau damit klarkommen und Wir rufen meine Mama und Papa an. genau. Erster Tag nach unserem Autounfall gestern. Der Angie geht schon wieder viel besser. Kann den Fuß auch schon wieder mehr belasten. Die Schürfwunde müssen wir schauen, die da wir gescheit behandeln gerade, dass die ordentlich heilt. Was wir jetzt aber auch machen müssen, ist einmal eine Bestandsaufnahme von den Rädern machen. Also was jetzt wirklich kaputt ist und was wir austauschen müssen. Vor allem wo wir auch die Teile dann kriegen. Das werden wir uns jetzt anschauen. Während der Reini die Räder putzt, bin ich die Sekretärin und schreibe alles auf, was uns auffällt, was wir ersetzen müssen. Und dann werden wir mal mit der Versicherung reden und mit KTM natürlich. Und ja, und schauen wir mal, wen wir nur so alle kontaktieren müssen, damit unsere Räder wieder fahrbar werden. Also, wie man sehen kann, die Felge ist hinüber. Ich werde jetzt aber trotzdem schauen, ob ich es vielleicht so hinbringe, dass man das Radl schieben kann, dass man es einfach leichter dann, wenn wir weiterreisen. Schauen wir mal, ob ich das hinkriege oder ob es dann noch mehr hängen ist. Keine Ahnung. Der Schlauch ist auch im Arsch. Aber das kann uns herzlich wurscht sein, weil ich meine, der lässt sich leichter sitzen. Wie man unschwer erkennen kann, ist ein Lenker leicht verbunden. Der Unfall ist jetzt 5 Tage her und wie man sieht, wir machen uns auf den Weg. Wir haben jetzt einen Bus gebucht nach Vientiane in die Hauptstadt von Laos. Natürlich haben wir das nie vorgehabt, dass wir da hinfahren, aber Pläne ändern sich.
Wir haben unser Thai-Visum. Juhu! 2 Monate Thailand, also das Visum ist für 2 Monate gültig. Wir hoffen, wir brauchen es nicht ganz, weil das hängt jetzt davon ab, wie schnell die Räder fertig sind. Genau, ja. Und Ja, jetzt sitzen wir gerade auf unserem privaten Tuk-Tuk Richtung Grenze. Das sind 25 Kilometer. Und ja, wie gesagt, dann geht es nach Thailand. Dann schauen wir, dass wir einen Zug erwischen. Wenn das nicht geht, dann müssen wir halt mit dem Bus fahren. Dann geht es ab nach Bangkok. Und dann sind wir hoffentlich morgen in der Früh kommen wir an und es sind deine Eltern auch schon da. Ja, voll geil. Step by step. Naja, wir sind in Bangkok. Wir haben es geschafft. War eine Odyssee. Nein, Odyssee. Es hat einfach lang gedauert. Mit 2 kaputten Radeln, weiß nicht, 10 Kilometer durch Bangkok ist irgendwie nicht so gut gewesen, aber War nicht so einfach. wir ja. sind angekommen. Ja. Und jetzt ist das Chaos ausgebrochen, weil gestern haben wir schon Reinis Eltern getroffen, die sind jetzt auch schon in Bangkok angekommen. Ja. Die bleiben jetzt für 2 Monate in Thailand, die werden wir immer wieder sehen, das ist voll Wir werden super. jetzt immer wieder, genau, Immer wieder. gemeinsam was machen und irgendwo treffen. Ja. Und die haben uns einen ganzen Rucksack mit Sachen mitgebracht, die wir schon bestellt haben vor dem Unfall. Also ein paar Sachen sind auch nur angekommen als Ersatzteile seit dem Unfall, aber das meiste hätten wir Haben so wir und vorher so schon. gekriegt. Ja, voll. Und es ist richtig cool, weil einer unserer Sponsoren, der wirklich sofort reagiert, sofort Sachen geschickt zu uns. Also eben Ergon ist das, neue Griffe, die hat es runtergerissen beim Unfall. Für uns beide, jetzt hat jeder ein neues Paar Griffe. Ja, das war wirklich mega. Die haben das über ein Jahr, sind wir in Kontakt mit ihnen getreten, haben das sofort arrangiert, dass das zu meinen Eltern geschickt wird. Und am letzten Tag, bevor sie losgefahren sind, Das haben sie noch angekommen. sind sie noch angekommen. Ja, ist wirklich unglaublich. Vielen, vielen Dank dafür. Ja. Ja, und jetzt schauen wir, dass wir die Räder zu einem Radlgeschäft noch bringen. Das wird auch nochmal eine Challenge. Und ja, dann schauen wir, wie es weitergeht. Ja. Also wir waren jetzt ein paar Tage mit meinen Eltern in Chiang Mai. Heute geht es zurück nach Bangkok. Und man hört jetzt schon überall in die Nachrichten, dass gerade so ein neuartiges Virus in China ausgebrochen ist. Und jetzt steht auch das chinesische Neujahr an. Das heißt, die Chinesen reisen in der ganzen Weltgeschichte umeinander, speziell auch nach Thailand. Und genau heute, wo wir nach Bangkok fliegen, ist mir in der Früh richtig schlecht schon gegangen. Also jetzt ist es also ein bisschen fiebrig und einfach nicht gut beieinander. Jetzt werden wir nach Bangkok fliegen, mal schauen, wie es morgen ausschaut. Und wenn es nicht besser wird, dann muss ich zum Arzt gehen, weil wenn es irgendwie dieser Virus ist, dann ist da nicht zum Spaßen damit. Vor allem auch, dass ich das nicht weiter irgendwie weiter verteile an andere Leute. Genau. Aber jetzt geht es mal nach Bangkok. Naja, wir haben heute mal zum Arzt schon, oder?
Also die gute Nachricht ist, es ist kein Dengue, es ist Influenza. Also die haben da auch eine Grippewelle, wie bei uns daheim. Genau. Aber es ist kein Dengue, das ist sehr gut. War so geil. Jetzt endlich sind unsere Ersatzteile angekommen. Jetzt müssen sie nur mal abgeholt werden von der Post. Also wir haben schon die Bestätigung. Jetzt wissen wir auch, dass wir nicht zu viel Steuern zahlen müssen, weil es artet manchmal in Thailand aus, also wo du bis zu 80% Steuer oder so nochmal zahlen musst. Aber so wie es ausschaut, zahlen wir jetzt die 17%, die was für Radlteile vorgeschrieben sind. Was richtig cool ist, also es ist einfach nicht zu viel. Also es lichtet sich einfach alles. Mir geht es besser, die Teile sind da, wir sind super happy. Jetzt echt Radl noch aufbauen, also der Dynamo bei der Angie gehört eingespeicht, bei mir gehört das Vorderradl einbaut und der Lenker neu einbaut und die Bremsen und. Also es ist schon noch einiges zum da. Und jetzt werden wir noch ein paar Tage in Bangkok noch bleiben müssen, bis das alles geregelt ist und dann geht's weiter. Jetzt sind wir gerade am Weg zum Bike, zum Radlgeschäft in Bangkok und holen unsere Räder ab. Jetzt sind wir schon wirklich gespannt, wie sie jetzt ausschauen. Wir haben es noch nicht gesehen, keine Ahnung. Da freuen wir uns jetzt schon richtig drauf. Es wird spannend. Anderthalb Monate, oder? Ja. Heute ist der 7. Februar 2020 und letztes Jahr, Ende letzten Jahres haben wir den Unfall gehabt. Seither probieren wir, also seither sind wir wirklich nur am Planen, am Weiterreisen, organisieren mit dem Radl. Es ist wirklich von A nach B unsere ganzen Sachen kutschieren und schupfen und... Ja, krank bin ich geworden, also es war wirklich jetzt alles dabei, es war Achterbahnfahrt der Gefühle gerade. Aber jetzt sollte das Ganze ein Ende haben. Ja, es hat ein Ende. Jetzt geht's los. Die Radeln stehen hinter uns, prächtig, schaut aus wie neu. Jetzt sollte eigentlich der Weiterreise nichts mehr im Wege stehen. Ja, es geht los. Es ist für uns so ein bisschen gefühlt wie der zweite Start. Ja. Und vielleicht sollte man die Gelegenheit benutzen, uns bei allen zu bedanken, die uns geholfen haben. Ja, unglaublich. Also bei Sponsoren, dann an den Sam, über seine Mama haben wir dann neue Bremsgriffe gekriegt aus Europa. Genau. Bok Bike, wow, ja. Den Mann, der uns das alles wieder zusammengeschraubt hat. Ja. Und das größte Dankeschön geht an unsere Versicherung. Ja. Weil ich krieg gleich Gänsehaut, wirklich. Ich muss echt sagen, also das war jetzt unglaublich viel Geld. Und das ist schon
sehr, sehr viel wert. Ja, für uns einfach eine finanzielle Entlastung und eine Riesenhilfe. Genau, ja. Also vielen, vielen Dank dafür. Und natürlich auch danke an die Unterstützung von euch, unserer coolen Community. Wir haben so viele Nachrichten gekriegt, wir haben so viele ermutigende Worte gekriegt. Das tut richtig gut immer, ja, wenn man sowas liest. Voll. Und wir haben auch finanzielle Unterstützung gekriegt, was uns unglaublich geholfen hat, weil wir haben natürlich jetzt viel Ausgaben gehabt für Unterkünfte. Und dank eurer finanziellen Unterstützung haben wir uns immer ein eigenes Zimmer leisten können und haben uns das gegönnt. Und das hat zu unserer psychischen Genesung auf jeden Fall einen großen Teil beitragen. Ja. Jetzt ist es soweit, wir glauben es gar nicht. Wir packen jetzt unsere Radeln auf und starten in den zweiten Teil von Saddle Story Salzburg nach Neuseeland. Planst du eine eigene Radreise und bist nur auf der Suche nach der passenden Reiseversicherung? Egal ob ins heiße Thailand oder so wie da ins eiskalte Finnland, Dr. Walter, die Reiseversicherung, hat immer das passende Paket für dich. Alle Infos dazu gibt es auf unserem Blog, der Link ist in unserer Infobox. Solltest du dich für Versicherung von Dr. Walter entscheiden, dann mach das gerne über unseren Link auf der Webseite. Damit unterstützt du uns und für die fallen keinerlei Mehrkosten an. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video.